Hallo? Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mit der 2S-19 Staes-Haubitze befassen, einer mächtigen Waffe, die Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt hat. Wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, können Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos mögen, um mich zu unterstützen. Lassen Sie uns mit dem Video beginnen. Der 2S-19 Staes hat folgende Panzerung und Schutzmaßnahmen. Panzerungsschutz. Der Hauptkörper des 2S-19 Staes ist mit hochfesten Stahlplatten und Panzerungsteilen verstärkt. Dadurch wird die Besatzung und wichtige Komponenten vor feindlichem Beschuss geschützt. Rauchvorrichtung. Der 2S-19 Staes ist mit Rauchschutzsystemen ausgestattet. Dies ermöglicht es dem Fahrzeug, sich vor feindlichen Augen zu verbergen und Rauchvorhänge zu erzeugen. Schutzlösungen. Es können zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um den Panzerschutz des Fahrzeugs zu verbessern. Dazu gehören reaktive Panzerungspakete oder Käfigpanzerungen. Diese sollen den Schutz vor Geschossen, Splittern oder RPG-Angriffen erhöhen. Allerdings kann sich das Ausmaß der Panzerung und des Schutzes je nach Design und Version des Fahrzeugs unterscheiden. In besonderen Kriegssituationen oder im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen können Verbesserungen am Panzerschutz vorgenommen werden. Daher ist es wichtig, aktuelle Informationen zur Panzerung und den Schutzmerkmalen von offiziellen Quellen oder Herstellerdaten zu überprüfen. Denken Sie über die Hauptmerkmale der Grund- und verbesserten Versionen der selbstfahrenden Waffe 2S-19 nach. Alle diese Projekte bieten ein Artilleriesystem auf einem Panzerfahrgestell, das mit einer 152A2 Familie von 64 mm glattrohrigen Haubitzen ausgestattet ist. Die Unterschiede zwischen den Modifikationen liegen hauptsächlich in der Zusammensetzung verschiedener elektronischer Geräte. Das neueste Entwurfsupgrade ermöglicht auch den Austausch einiger anderer Komponenten. Ursprünglich trugen die selbstfahrenden Waffen 2S-19 eine 1A124 Kanone mit einem 2B64 Feuerleitsystem. Die Ausrüstung von LMS ermöglichte den Empfang von Schussdaten über eine Kabelverbindung oder Funk vom Batteriekommandanten, um Schussberechnungen durchzuführen und einen Schuss auszuführen. Einige Vorgänge werden automatisiert, andere werden vom Bedienungspersonal durchgeführt. Der 2S-19 kann eine Vielzahl von verschiedenen Munitionsarten laden, von einfachen hochexplosiven Splittergeschossen bis hin zu Streumunition und Lenkbahngeschossen. Die Munition wird in Stapeln von 50 Schuss transportiert und kann vom Boden oder vom LKW aus geliefert werden. Die 64A47 Haubitze mit einem Kaliber von 152 mm kann hochexplosive Splittergeschosse auf eine Reichweite von bis zu 25 km und aktive-reaktive Geschosse auf eine Reichweite von bis zu 29 km schießen. Die Feuerrate liegt bei 7 bis 8 Schuss pro Minute. Dank dieser Eigenschaften galt dem Staes zum Zeitpunkt seiner Einführung als eine der besten selbstfahrenden Waffen der Welt. Das 2S-33 MSTASM-Projekt umfasste den Austausch der 2A64 Kanone durch die gleichkalibrige 2A79 Version, die Installation neuer Ladevorrichtungen und eines vielversprechenden SLA. Laut Aussage sollte die Reichweite des hochexplosiven Splittergeschosses 30 km und die des aktiven-reaktiven Geschosses 40 km überschreiten. Die Feuerrate wurde auf 10 bis 12 Schuss pro Minute erhöht. Das neue Gerät von MSA übernahm einen Teil der Aufgaben der Besatzung und reduzierte die Vorbereitungszeit zum Feuern und die Intervalle zwischen den Schüssen. Das 2S-19 M1 selbstfahrende Geschütz verwendete das Successes-Automatisierungssystem für Zielerfassung und Feuerleitung, das gegenüber der vorherigen Ausrüstung signifikante Vorteile bot. Asuno ermöglichte die unabhängige Bestimmung der aktuellen Koordinaten, die automatische Berechnung von Schussdaten und so weiter. Es war auch für die Ausrichtung und Wiederherstellung des Geschosses verantwortlich. Ein Satellitennavigationssystem war installiert. Die Exportversion des 2S-19 M1 zeichnet sich durch die Verwendung eines 155 mm Kaliberlaufs mit einer Länge von 52 Kalibern aus. Durch die Verlängerung des Laufs konnte die Reichweite des normalen Geschosses auf bis zu 30 km und die Reichweite des aktiven-reaktiven Geschosses auf bis zu 40 km erhöht werden. Ansonsten ähnelte der Exportversion 2C-19 M1 155 nahezu vollständig dem Basismodell.
Derzeit sind die selbstfahrenden Haubitzen 2S-19 Staes und ihre Modifikationen eines der Hauptbeispiele ihrer Klasse in der russischen Armee. Zusammen mit dem älteren 2C3 Akaziya können sie alle Hauptfeueraufgaben lösen und Ziele in Dutzenden von Kilometern Entfernung treffen. Der Staes in allen Versionen kann in Bezug auf erhöhte Feuergeschwindigkeit und Reichweite mit dem Akaziya verglichen werden. In den neuen Modifikationen gibt es zusätzliche Vorteile und vielversprechende Munition, die mit modernen MSA Asuno verbunden sind. Jedoch hat der 2C19 einen höheren Kosten- und Komplexitätsaufwand, der eine vollständige Ersetzung des 2C3 nicht ermöglicht. Dennoch bilden beide Arten von selbstfahrenden Waffen ein flexibles Werkzeug zur Lösung einer Vielzahl von Kampfaufgaben. Es macht Sinn, russische 2C19 und ausländische Produkte derselben Klasse zu vergleichen. Basierend auf den Hauptmerkmalen ist der Staes nicht schlechter als selbstfahrende ausländische Waffen seiner Zeit und hat in einigen Fällen bestimmte Vorteile. Sowohl der 2C19 als auch selbstfahrende Waffen wie der M109, USA, AMX-1, Frankreich und so weiter haben ein ähnliches Kaliber und eine breite Palette an Munition und können je nach Geschoss eine Reichweite von 25 bis 30 Kilometer erreichen. Modernere ausländische Selbstfahrerfetten wie der deutsche PZH 2000 oder der britische S90 erreichen eine Reichweite von bis zu 40 Kilometer bei Verwendung von aktiv-reaktiver Munition. Während andere Varianten des Staes bescheidener sind, konnte im Exportprojekt 2S19M1 155 ähnliche Eigenschaften erreicht werden. Bei der Entwicklung von Möglichkeiten und Methoden zur Modernisierung der 2S19 selbstfahrenden Waffen wurde jedoch die Gelegenheit gefunden, die Schussweite auf 35 bis 40 Kilometer zu erhöhen und andere Leistungsindikatoren zu verbessern. Diese Entwicklungen wurden bisher im vielversprechenden Projekt 2C35 verwendet. Derzeit bilden die selbstfahrenden Waffen der Staes-Familie eine Grundlage für die selbstfahrenden Artillerieeinheiten der russischen Armee. Hunderte von Kampffahrzeugen dieser Linie sind im Einsatz, die Produktion neuer Fahrzeuge läuft weiter, und die umfassende Modernisierung älterer Modelle wird durchgeführt. All dies ermöglicht es, die erforderliche Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten und das Gesamtpotenzial der Artillerieeinheiten schrittweise zu steigern. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Auf Wiedersehen! Есть! Есть!